Sage und schreibe 4 Billionen Euro macht der hier vorgestellte Bericht als Finanzierungslücke für die Entwicklungsziele aus, jedes Jahr wohlgemerkt. Nach dem Ausscheiden der USA ist es nur noch die EU im Grunde, die sich in der Verantwortung für die globalen Entwicklungs- und Nachhaltigkeitsziele sieht. Dabei steht im Bericht eigentlich sehr klar, dass ein Großteil dieser Ziele in unerreichbarer Ferne liegt. Die Hälfte der 17 Zielvorgaben zeigt nur minimale Fortschritte, über ein Drittel überhaupt keine. Und Sie haben ja wieder hier großteils das Hohelied auf diese SDGs gesungen, aber vor diesem Hintergrund, verzeihen Sie, klingt das doch eher wie eine Durchhalteparole. Vor allem werden auch die Möglichkeiten Europas völlig falsch eingeschätzt. Nur noch etwa 5% der weltweiten Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter lebt heute in der EU, Tendenz fallend. Ist es vor diesem Hintergrund überhaupt möglich, dass Europa den Lebensstandard in den Entwicklungsländern signifikant anhebt oder im Alleingang das Weltklima rettet? Das ist doch völlige Hybris. Und wenn hier immer so im allgemeinen Ton der Empörung oder der Bedauerung nur konstatiert wird, dass die USA die USAID-Programme herunterfahren, so muss man sich doch einmal fragen, ob das nicht vielleicht auch gerechtfertigt ist, ob es nicht auch gute Gründe dafür gibt. Die von Elon Musk geführte Doge-Kommission hat bekanntlich massive Korruption und Steuergeldverschwendung dort festgestellt. Sollte uns das nicht Ansporn sein, auch unsere Programme auf Sinnhaftigkeit und korrupte Zusammenhänge zu durchforsten und dann auch entsprechende Einsparungen vorzunehmen? Das offensichtliche Scheitern der Entwicklungsziele sollte Anlass sein, die bisherige Strategie der Entwicklungspolitik auch grundlegend zu überdenken. Wir sollten uns ein Beispiel an den USA nehmen, die Interessen der eigenen Bürger wieder in den Vordergrund zu rücken, die ja unter einer massiven Steuerlast leiden und diese Milliarden sehr gut selbst auch brauchen könnten, während sie hier in intransparenten Kanälen versickern. Die Nachhaltigkeitsziele enthalten im Einzelnen zweifellos auch Gutes, aber in der Gesamtheit haben sie doch als Deckmantel für sehr viele linke Lobbypolitiken funktioniert, und das muss aus unserer Sicht ein Ende haben. Dankeschön. Es geht hier um das Engagement, hier soziale, Wirtschafts- und Umwelt-Nachhaltigkeitsziele weltweit ins Visier zu nehmen, um hier für Wohlstand für alle in der Welt zu sorgen. Trotz aller Schwierigkeiten und trotz der vielen Verzögerungen und Hindernisse bleiben wir hier der 2030-Agenda und den SDGs treu. Und da dürfen wir auch nicht wanken. Es ist nötiger denn je, unsere Bemühungen zu steigern und auf diese Investitionslücken von 4 Billionen Dollar im Jahr anzugehen. Das müssen wir schließen, wenn wir die SDGs erreichen wollen. Aber viel muss noch getan werden, gerade auch wenn man sich anschaut, wie langsam man vorankommt oder dass man in einigen Fällen sogar Rückschritte macht auf dem Weg zu den SDGs. Und hier darf ich sagen, die Kommission sagt ja selbst, wir brauchen mehr Fortschritt und dass hier die Umsetzung beschleunigt werden muss, und das ist dringlicher denn je. Gleichzeitig ist es entscheidender denn je, dass die EU eine Führungsrolle einnimmt in der weltweiten Umsetzung und der Koordinierung von weltweiten Bemühungen, um hier der Stagnation oder den Rückschritten zu begegnen. Das ist entscheidend, liebe Kolleginnen und Kollegen, für alle Aspekte zur Beschleunigung und Erleichterung von Fortschritt, auch in Bezug auf die notwendigen Finanzmittel.